Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasse die Posaune schallen, preise den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet vom Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder, heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Darum bitte ich euch, geliebte Schwestern und Brüder, ihr Zeugen des Lichts der Kerze verbreitet, ruf mit mir zum allmächtigen Vater, um sein Erbarmen und seine Hilfe. Dass er, der mich ohne mein Verdienst aus reiner Gnade in die Schar der Leviten berufen hat, mich erleuchte mit dem Glanze seines Lichtes, damit ich würdig das Lob dieser Kerze verkünde. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die aufhält alle, die an Christus kleidet von den Lasten der Welt, dem elende Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt
und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns Böser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. O wahrhaft selige Nacht, die allein weiß vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstanden von Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht. Die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevler hinweg, reinig von Schuld, gib den Sünden die Unschuld und Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerzen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht. Von deiner heiligen Kirche, durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde am lodenden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch Elis sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nicht von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhme deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte
bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, denn den Menschen erstrahlt im österlichem Licht, der mit der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nachdem wir jetzt die Osternacht feierlich eröffnet haben, wollen wir nun aufmerksam das Wort Gottes hören. Die Lesungen verkünden uns, wie sich Gott von Anfang an des Menschen angenommen und sein Volk geführt hat und wie er zuletzt seinen Sohn als Erlöser gesandt hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus uns das neue Leben geschenkt. Wir wollen Gott bitten, dass er sein Erlösungswerk an uns vollende. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. So geschah es. Und Gott nannte das trockene Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag und das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe
damit sie über der Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, 4. Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegten nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, 5. Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete, sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Gott sprach: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am 7. Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen jetzt Nummer 402. 402 von 1. bis 5. Strophe. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld wird alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Preiset Gott und gebt ihm Ehr, er ist aller Herren Herr. Er tut Wunder, er allein, alles rief er in das Sein. Der durch seiner Allmacht ruf, Erd und Himmel weise schuf, der die Sterne hat gemacht, Sonn und Mond für Tag und Nacht.
Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Nummer 402, 6. bis 9. Strophe. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Er hat Israel befreit aus Ägyptens Dienstbarkeit.
Er zerschlug Pharaos Heer, führt das Volk durchs Rote Meer, führte es mit starker Hand durch die Wüste in sein Land. Dankt ihm, der in dieser Nacht dem unserer Niedrigkeit gedacht. Seine Huld wird alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Wir wollen uns erheben, lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist. Doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast. Durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Des Herrn erging an mich, Menschensohn, als ich vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagt von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen Namen bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu euren Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein sein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres.
Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Nummer 144. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt her zu seinem Dienst euch stellt, kommt mit Frohlocken seinem Licht, kommt vor sein heilig Angesicht. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehre und nicht wir selbst durch Gottes Gnad, ein jeder Mensch sein Leben hat. Lasset uns beten. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem ist. In unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, nach 40 Tagen der Fastenzeit dürfen wir jetzt mit Freude wieder Gloria singen. Wir singen Nummer 172. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht, durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast,
damit wir neu werden, Leib und Seele, und dir mit aufrichtigen Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Danket dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Rechte des Herrn sie erhöht, die Rechte des Herrn Taten der Macht vollbringt sie. Ich werde nicht sterben, sondern leben, und die Taten des Herrn zu verkünden. Halleluja, Halleluja, ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er liegt. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Als der Arzt ihr mitteilte, dass sie höchstens noch 3 Monate zu leben hätte, beschloss sie sofort, alle Details ihrer Beerdigung festzulegen. Zusammen mit dem Pfarrer besprach sie, welche Lieder gesungen werden sollten, welche Texte verlesen werden sollten und welche Kleider sie anhaben wollte. Und da gibt es noch eine wichtige Sache. Ich will mit einer Gabel in der Hand begraben werden, sagte sie schließlich. Der Pfarrer konnte seine Verwunderung nicht verbergen. Eine Gabel? Darf ich fragen, warum? Wollte er vorsichtig wissen. Das kann ich erklären, antwortete die Frau mit einem Lächeln. Ich war in meinem Leben zu vielen verschiedenen Abendessen eingeladen. Und ich habe immer die Gänge am liebsten gemocht, wo diejenigen, die abgedeckt haben, gesagt haben: Die Gabel kannst du behalten. Da wusste ich, dass noch etwas Besseres kommen würde. Nicht nur Eis oder Pudding, sondern etwas Richtiges. Ein Auflauf oder etwas Ähnliches. Ich will, dass die Leute auf mich schauen, wenn ich da in meinem Sarg liege mit einer Gabel in der Hand. Da werden sie sich fragen: Was hat es denn mit der Gabel auf sich? Und dann können sie ihnen erklären, was ich gesagt habe. Und dann grüßen sie und sagen ihnen, dass sie auch die Gabel behalten sollen. Es kommt noch etwas Besseres. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, diese Erzählung habe ich vor kurzem in einem Fastenkalender gelesen. Und sofort habe ich mir gedacht, das ist eine super Geschichte für Ostern. Denn sie im Gedächtnis der Zuhörer bleibt. Wenn Sie morgen das Osterfrühstück essen und die Gabel in Ihre Hand nehmen, dann werden Sie sofort an meine Predigt denken. Jetzt soll die Gabel uns an Ostern erinnern.
Denn jedes Jahr feiern wir Ostern. Jedes Mal hören wir die biblischen Berichte von den auferstandenen Christus. Jedes Mal zünden wir unsere Osterkerzen und lassen unsere Osterspeisen segnen. Und jetzt kommt das große Aber. Glauben wir wirklich daran fest, dass nach diesem unserem irdischen Leben etwas Besseres kommt? Ein neues, schönes Leben mit Gott, unserem Schöpfer? Glauben wir an die Auferstehung? Immer wenn ich jemanden beerdigen muss, predige ich über den Kern unseres christlichen Glaubens, also über den auferstandenen Christus, der verstorbenen Person das neue Leben schenkt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht sicher bin, ob die Teilnehmer der Beerdigungen immer an meinen Worten glauben, dass der Tod unser Leben nur verwandelt, aber nicht endet. Und ich selbst bin mir auch nicht immer sicher, ob ich unseren österlichen Glauben überzeugt vermittle. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, können eine schwere Krankheit, eine Krisensituation, ein seelischer oder körperlicher Schmerz, Leid oder Tod den Glauben an Gott auf eine harte Probe stellen. Zugleich zeigt der Glaube jedoch auch seine ganze Kraft. Deshalb möchte ich heute, gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit, betonen, dass unser christlicher Glaube solche schwierigen Momente nicht zum Verschwinden bringt. Dieser Glaube, so der Papst Franziskus, bietet uns einen Schlüssel an, mit dem wir den tieferen Sinn entdecken können. Und ich bin überzeugt, richtig überzeugt, dass jetzige Situation uns nämlich näher zu Gott hinführen kann. Das ist kein billiger Trost, sondern dieser Gedanke ist eben die Gabel aus der erwähnten Erzählung, dass am Ende etwas Besseres kommt. Und ich bin sicher, dass wir am Ende einmal mehr aufstehen als hinfallen werden. Das ist häufig so. Das Fiasko steht uns deutlich vor Augen. Wenn sich das Leben aber neue Bahn bricht, dann geschieht das fast immer in Verborgenheit. Erst viel später hat man erkannt, dass es schon am Ostermorgen, schon 3 Tage nach dem Karfreitag, keinen Grund zu Trübsal mehr gab. Vielleicht ist auch manches Leid, das uns zu Boden drückt, schon überwunden, während wir noch den Kopf hängen lassen. Liebe Freunde, vertrauen wir ganz fest darauf. Kopf hoch, Jesus lebt. Das Leben findet wieder einen Weg. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir wollen uns erheben. Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten den Herrn, dass er dieses Wasser segne. Das geweihte Wasser soll uns an unsere Taufe erinnern. Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. Herr unser Gott,
sei deinem Volk nahe, das wachend und betend diese Osternacht feiert. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deiner großen Taten und bitten dich. Segne dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert. Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum frischen Trunk und zum reinigenden Bad wird. Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens. Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit in der Wüste, mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch das Wasser, das Christus im Jordan geheiligt hat, reinigst du im Bad der Taufe den sündigen Menschen und schenkst ihm das neue Leben deiner Kinder. Darum sei dieses Wasser eine Erinnerung an unsere Taufe. Es vereinige uns in österlicher Freude mit unseren Schwestern und Brüdern, die in dieser heiligen Nacht getauft werden, und mit allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wieder geboren sind zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle sind eins durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Ich widersage. Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Ich widersage. Glaubt an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Mariä, der gelitten hat und begraben wurde, vor den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen. Wir singen jetzt Lied Nummer 866. Soll meine Taufbund immer stehen, ich will die Kirche hören. Sie soll mich alle
So wollen wir jetzt die Fürbitten halten. Zwischen den Fürbitten singen wir Fürbittruf Nummer 182, 2. Gott hat Jesus aus dem Tod in das neue Leben gerufen. Wir setzen unsere Hoffnung für uns selbst und für die Welt auf den lebendigen Christus. Wir rufen ihm unsere Not zu und bitten um seine ansteckende Lebenskraft. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für alle, die in Furcht leben vor dem Coronavirus, für die Menschen, die infiziert sind und isoliert bleiben müssen, und für die vielen, die das Virus schon haben, ohne es zu wissen. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für die vielen Covid-19-Kranken und für alle, deren Leben die Krankheit ernsthaft bedroht. Und für alle, die das Glück hatten, wieder gesund zu werden. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für die Krankenschwestern und Pfleger, die Ärzte und Ärztinnen und alle im Gesundheitsdienst und in den Krankenhäusern, die alle Kraft einsetzen, um den Kranken zu helfen und die Gesunden zu schützen. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für alle, die gesund sind und sich in der Nachbarschaft, in den Pfarrgemeinden oder weltweit einsetzen für Menschen in Krankheit und Not. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Für alle, die die notwendigen Einschränkungen geduldig ertragen und mittragen und sie fantasievoll mitgestalten. Und für die Politikerinnen und Politiker, die den allmählichen Neustart vorbereiten und dafür verantwortungsvoll entscheiden müssen. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für die Menschen in den ganz armen Ländern, die das Virus erst noch treffen wird, für die Helferinnen und Helfer vor Ort und für die Verantwortlichen in Politik und Hilfswerken, die schon jetzt Vorbereitungen treffen. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für die Männer, Frauen und Kinder in Flüchtlingslagern und Unterkünften in Südeuropa und hier in Deutschland, die jetzt zusätzlich isoliert und bedroht sind. Und für die 1500 Kinder und Jugendlichen, die wohl nach Europa kommen dürfen. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre
Menschen, die auch weiterhin unter Krieg und Bürgerkrieg und anderen Konflikten der Mächtigen leiden, in Afrika und im Nahen Osten, zwischen Indien und Pakistan, und für die Menschen, die eindringlich zum Frieden aufrufen, gerade jetzt. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Wir beten für alle Christinnen und Christen, die Ostern feiern, allein oder in der Familie und mit der Gemeinschaft der Kirche verbunden, als Fest der Hoffnung und auf neues Leben vor dem Tod und nach dem Tod. Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns, Gott. Uns persönlich beschäftigt auch vieles. Wir haben auch persönliche Anliegen. Deswegen jetzt dürfen wir das in einem Moment der Stille vor den auferstandenen Christus tragen. Auferstandener Jesus Christus, in deiner Liebe liegt Leben für uns und die Welt. Wir vertrauen uns dieser Liebe an, hoffnungsvoll und dankbar an Ostern, heute und morgen und bis in deine Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir Lied Nummer 336 zur Gabenbereitung. Lasset uns beten.
Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat und zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Zum Sanctus singen wir Lied Nummer 735. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Vater immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, die hochheilige Nacht der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und seine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit den Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Mariä, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Josef und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und allen Menschen, die jetzt mit uns verbunden sind, und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und
allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, Schwächen, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Gib einander durch eine richtige Extraportion Lächeln ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Nummer 912. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus, der Herr. Halleluja, wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lass uns Festmahl halten in Freude. Halleluja.
Zum Danksagung singen wir Lied Nummer 791. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Jetzt segne ich die Osterspeisen für die, die noch nicht heute die Möglichkeit gehabt haben. Alle Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Osterlamm, Halleluja. Darum kommt und haltet fest mal, Halleluja. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Osterlamm mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch
und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern und in uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du liebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist komisch, dass wir sie nicht persönlich sehen können, aber wir wissen, dass viele Hunderte mit uns verbunden sind, gefeiert haben. Mit dem Pfarrer Rüpp, mit Pfarrer Lingel, der auch hier ist, wünschen Ihnen ein gutes, gesundes und fröhliches Osterfest. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns, dass Sie mit uns beten, dass Sie dabei sind. Morgen im ganzen Deutschland werden die Glocken um 12 Uhr länger läuten. Das ist ein österreichisches Geläut. Wenn Sie das hören, wenn Sie auch den Heiligen Vater sehen werden und Segen Urbi et Orbi empfangen, hören Sie auch diese Glocken. Das soll uns verbinden in unserem Glauben. In Gosseltshausen und in Königsfeld gibt es morgen eine Möglichkeit von 11 Uhr bis 12 Uhr von der Osterkerze, die wird in der Mitte der Kirche stehen, auch ein Osterlicht nach Hause mitzunehmen. Und zum Schluss, die zu meiner Pfarrei gehören, Sie wissen, dass ich in der Osternacht immer 3 Witze erzähle. Und gerade jetzt sollen wir lachen. Es war nicht einfach, die Witze zu finden, also die richtigen Witze, die man in der Kirche erzählen darf, aber ich habe etwas gefunden. Ob Sie lachen werden, ich werde das nicht hören, aber ich werde die Reaktionen, die Mitfeiernden, auf jeden Fall merken. Der erste Witz. Im Religionsunterricht geht es um das Thema Arbeit. Kurz vor der Pause meint der Pfarrer lächelnd: Und was meint ihr, wer hat wohl den besten Job der Welt? Der Papst, ruft einer der Schüler. Wie kommst du dann darauf? Fragt der Pfarrer. Ja, weil er nur einen Chef hat und den trifft er erst nach seinem Tod. Der zweite. Als ihr Ehemann eines Abends wieder einmal sturzbetrunken nach Hause kommt, schlägt die verzweifelte Ehefrau die Hände über den Kopf zusammen und ruft: Hab ich ein Kreuz? Darauf der Mann prompt: Und ich eine Fahne, machen wir doch eine Prozession. Und der letzte: Der Herrgott ist nach Bayern gekommen. Und irgendwann ist auch nach Holledau. Er ist gekommen, ist ja durch die Wolnzacher Gegend gegangen, spaziert, hat schöne Kirche in Gosseltshausen gesehen, hat natürlich die Wallfahrtskirche in Lowinen gesehen, hat viele Hopfengärten, Spargenland, er hat gesehen, wie die Leute hier schon arbeiten und natürlich ist nach Wolnzach gekommen, hat ein bisschen Rathaus angeschaut. Dann ist er durch Wolnzach spazieren gegangen und als er in die Straße gegangen ist, begegnet er dem Pfarrer von Wolnzach. Und der Pfarrer von Wolnzach schaute Herrgott und sagte: Heiliger Gott, was machst du hier in Wolnzach? Und der Gott sagt: Ja, lieber Herr Pfarrer, natürlich Homeoffice. Mit diesem Lachen und mit diesem herzlichen Gruß wollen wir Sie herzlich grüßen und Ihnen wirklich frohe, gesegnete Ostern wünschen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zu unvergänglichem Herrlichkeit. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Nummer 525.